Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Es ist unchristliche Zeit und wir starten unseren Trip nach Colorado und nehmen euch mit. Wird wahrscheinlich ein Mehrteiler. Also viel Spaß bei diesem Video. Wusstet ihr, dass es in Austin ein Imaginary Gate gibt? Ich habe das über Social Media erfahren und musste natürlich sofort dahin, um zu schauen, ob das wirklich so cool ist. Und was soll ich sagen? Es ist mega cool. Ich habe mir ein Ticket gezogen. Mein Ticket ging nach Hogwarts. Genau, ich war Hogwarts-Besucher und wie ihr seht, echt so cool. Müsst ihr mal hin. Auf jeden Fall, das ist super. Ja, los geht's, komm, auf geht's. Der Trip beginnt. So, erste Station Denver Airport. Von Denver haben wir uns einen Mietwagen genommen bei Avis. Ich darf gar keine Werbung machen, ne? Ist egal. Auf jeden Fall von da dann nach Aspen mit dem Auto gefahren. Sind gut, was war das, 3,5 Stunden oder wie viel waren wir unterwegs? Ach, schon mehr. Ich glaube fast über 4 Stunden. Ja gut, wir haben noch mal Pause gemacht, ne? Irgendwie zwischendurch. Aber der Weg dahin ist schon spektakulär. Ne? Also jetzt sehen wir momentan ja ist ein bisschen bewölkt, aber die Wolken lichten sich gleich und dann sind wir in einer traumhaften Umgebung. Ja, lass uns die Zeit mal ganz kurz hier nutzen und davon erzählen, wie cool es war, mit Southwest Airlines zu fliegen, weil die haben ein komplett anderes Boarding-System, als ich das jemals hatte. Es ist nämlich so, dass du kannst nur online einchecken und dann wirst du in eine Boarding-Gruppe eingeteilt. Oder deine Boarding-Position. Wir hatten auf dem Hinflug B5 und B6, das heißt, wir waren in der zweiten Boarding-Gruppe, Personen 5 und 6, die boarden durften. Alles total unkompliziert, mega gesittet und jeder hat sich benommen. Fand ich toll. Also, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Southwest, ist das eigentlich so eine gilt die als Billig-Airline? Ich weiß es nicht. Es ist eine Texas-Airline, das weiß ich. Und Texaner sind ein bisschen anders. Also ich finde das Boarding-Konzept eigentlich ganz gut. Ich glaube, die sind die Letzten, die das so machen und die wollen jetzt leider auch umstellen auf das, was die alle anderen machen. Aber das sorgt natürlich dafür, dass du ganz entspannt nicht in eine Schlange stehen musst, sondern du weißt genau, an welcher Position in der Schlange du dich aufstellst. Das Einzige, also wenn ihr unbedingt einen festen Sitzplatz braucht, dann zahlt ihr ein bisschen mehr bei Southwest. Ansonsten ist freie Platzwahl. Ne? Ja. Aber das hat mich erstaunt. Ne? Da gab es überhaupt gar kein Gerangel und Getue. Gut, jetzt war die Maschine auch nicht ganz ausgebucht. Ne? Aber das war, also ich fand es super. Ich auch. Was wir bezahlt haben für den Flug? Ich glaube $300 pro Person. Austin, Denver sind 2 Stunden 10 Flugstunden, ne? Ungefähr $300 pro Person hin und rück. Völlig okay. Ne? Ja. Also das war wirklich gut. Ja, Southwest Airlines kann ich nur empfehlen. So, und was ich auch empfehlen kann, sind hier diese unglaublichen Bilder von den Rocky Mountains. Also das war so toll, da durchzufahren und durch diese ganzen Schluchten und Berge und ich konnte einfach gar nicht mehr, ich musste es so genießen, weil das war so toll. Und also was ich halt ganz cool fand, ist die Landschaft, die ist halt total abwechslungsreich. Ne? Also du hast halt wirklich ganz viel abwechselnde Berge, Bäume, kahle Stellen und wir hatten schon Schnee, ne? Ja, und aber der Hauptgrund, warum wir quasi unter anderem da waren, war Indian Summer. Wart ihr schon mal in Aspen, da wo die High Society Amerikas im Winter Urlaub macht, ne? Wir auch nicht. Komm, wir gehen mal zusammen hin. Indian Summer und natürlich Aspen. Da wollten wir schon immer mal hin. Liegt sehr hoch eigentlich. Wir zeigen gleich ein bisschen was. Wir sind angekommen und waren eigentlich begeistert. Ne? War irgendwie wie so eine kleine Westernstadt aufgebaut. Aber man merkte schon, riecht nach Geld. Ja, allerdings nur an die Markennamen dort. So von den Häusern fand ich das eigentlich total normal. Also überhaupt nicht so mega rich, wie man so denken mag. Ja, aber man hat schon gemerkt, irgendwie, das ist schon anders als zum Beispiel in Austin. Das stimmt. Ja, manchmal kommt es dann doch anders. Ne? Also wir waren gerade in Aspen, wir sind gerade angekommen und wollten eigentlich nur ein bisschen durch Aspen laufen, weil das Zimmer war noch nicht fertig und das ist eigentlich auch noch sehr, sehr früh. Bis Tina das Schild gesehen hat, hör mal, die Gondel, die fährt nur noch heute. Ja. Darum sind wir spontan jetzt in die Gondel und gucken uns in Aspen auf dem Berg ein bisschen um, wie das Skigebiet hier so aussieht. Und die Dame unten hat gesagt, da liegt Schnee. Ich glaube das ja noch nicht, weil das sehr grün ist. Wir werden sehen. Also vielleicht nutzen wir die Zeit und erzählen ein bisschen was von der Anreise, während wir in dieser 8 Stunden Gondelfahrt hier sitzen. Wie heißt eigentlich der Berg hier? Mount Aspen. Macht Sinn, oder?
Macht Sinn. Ja, wir sind um 3 Uhr aufgestanden, um 3:30 Uhr haben wir uns einen Uber genommen und der hat uns zum Flughafen gefahren. Und ja, jetzt stehen wir hier. Jetzt hört die Gondel auf zu fahren. Ist ja auch recht jetzt auch, finde ich. Ne? So ist das. So. Ja, dann waren wir ich sag mal, kurz nach 4 waren wir am Flughafen. Wir haben einen Koffer aufgegeben, weil wir Wanderschuhe und alles mit haben. Das passt nicht im Handgepäck. Ne? Und sind mit Southwest nach Denver geflogen. Denver, das war mir gar nicht klar, ist der größte US-amerikanische Flughafen. Ein Riesengerät. Ne? Darum werden wir bei der Zurückreise ein bisschen eher da sein. Ne? Oh ja, auf jeden Fall, weil die Vermietstation von unserem Auto, die war super weit außerhalb und da mussten wir mit einem Bus hinfahren. Also und wir mussten sogar zum Gepäckband mit einem Zug. Oh, ja. Das ist total irre. Also das hat uns ein bisschen aus dem Zeitplan gebracht. Aber die Anfahrt hier war super, oder? Wir sind durch die Rocky Mountains gefahren. Ja. Und haben bei einem Walmart in umgerechnet 3000 Meter Höhe gehalten. Und da wurde ich ein bisschen schwindelig. Super schwindelig. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich bin wirklich fit. Ich trainiere ja jetzt schon eine ganze lange Zeit, jeden Tag. Und trotzdem wurde ich höhenkrank. Ja, da wurde der Dame ein bisschen schwindelig. Ne? Aber das ist auch anders hier. Ne? Also auch Espen ist ja auf 2500 Meter. Ungefähr, ja. Das ist schon nicht ohne. Ne? Also wer ja Urlaub mal in den Alpen macht oder mal zum Vergleich. Ne? Also die Zugspitze ist 2900 Meter und ein paar gequetschte groß. Und das ist der höchste Berg Deutschlands. Ne? Also da wisst ihr ungefähr, in welchen Höhen das hier liegt. Was uns ein bisschen überrascht hat, ist, dass alles immer noch grün ist hier. Ne? Also auch hier oben. Ne? Also so wie in den Alpen, dass dann irgendwann die Baumgrenze ist und dann nur noch Steine kommen. Das gibt es jetzt hier noch nicht, ne? Oder? Auf jeden Fall noch nicht hier, wo wir bis jetzt waren. Das wird sich übermorgen ändern. Das wird witzig. Da werden wir auf jeden Fall euch auf den Laufenden. Also, wir fahren mit der Gondel jetzt nach oben, drehen da mal eine Runde, trinken wahrscheinlich einen Kaffee da und fahren direkt wieder runter. Dann wollen wir wieder die letzte Gondel nehmen. Aber dann waren wir zumindest mal oben. Wir kommen ja nicht drum rum, immer zu vergleichen. Ne? Also wir kennen halt nur Berglandschaft aus Österreich und der Schweiz. Ne? Ja. Und die Gondel da oben, das hat uns schon sehr stark an Österreich erinnert. Ne? Also die haben tatsächlich auch eine Hütte gehabt da oben auf 3475 Meter. Du hast Probleme mit der Luft gehabt, oder? Ich hatte total Probleme und ich verstehe das nach wie vor nicht. Ich war total höhenkrank. Allerdings habe ich das wirklich total genossen, weil schaut mal hier, das ist ja wirklich, wie wir das kennen. Und, muss ja nicht gut oder schlecht sein. Ne? Aber ich habe auch erwartet, irgendwie, dass wenn wir da hochkommen, ne, da laufen die Kellner in Handschuhen rum mit Weißen. Ne? Aber das war gar nicht, das war eine deftige Hütte, würde ich sagen. Ja, ne? genau. Deftige Hütte mit ganz normalen Preisen. Jetzt waren wir allerdings auch zur Off-Season da. Also wir waren so Off-Season, dass die quasi nach uns abgeschlossen haben und erst im Dezember wieder aufmachen. Aber das ist richtig. Ich habe mir, glaube ich, ein Bier geholt und du dir einen Wein. Was haben wir bezahlt? $20 oder so, ne? Nee, weniger. Weniger? Ich meine weniger. Also es war wirklich normale Preise. Normale Österreich-Preise würde ich auch sagen. Ne? Nur Österreich-Saison. Hier halt. Off-Season. Also ich würde mal sagen, im Winter ist das bestimmt mal 3 hier. Das glaube ich auch. Ne? Aber es ist super da oben. Ne? Also die haben viel für Kinder gehabt. Ne? Die haben einen riesen Spielplatz da gehabt mit Baggern und Sandkasten. Der Blick da oben ist natürlich sensationell, wenn du so hoch bist. Ne? Allein schon die Farben, ne? Die haben mich ja da oben schon geflasht, als wir angekommen sind. Ne? Das ist irre. Ja, und wenn wir jetzt hier runterfahren, da seht ihr da unten, da in diesem kleinen Dreieck, das ist Aspen Downtown. Ja, absolut. Also wirklich typisch amerikanische Stadt. Ne? Ihr seht ja schon, alles viereckig, ne? Und mit Nummern bestellt. Also Aspen. Kommen wir später nochmal drauf zurück. Mhm. So, ihr Lieben, wir haben jetzt mal eine Wanderung gemacht. Eine kleine, oder? Ja, ziemlich klein. Also Alter Schwede, 3,2 Meilen hin, 3,2 Meilen geht es jetzt gleich wieder zurück an diesen tollen See hier. Der Trail schimpft sich American Lake Trail. Ja, genau. Und wir haben knappe 3 Stunden gebraucht, um hier hinzukommen, weil ich war ziemlich schnell aus der Puste. Ja, Tina hat die sogenannte Höhenkrankheit. Das ist, also, ich weiß gar nicht, wie hoch sind wir jetzt gerade? 3400 Meter sind wir hoch. 3400 Meter und wir haben 700 Höhenmeter hinter uns, ne? 750 Höhenmeter ungefähr. Ne? Also das ist schon nicht ohne, aber die Landschaft, ich blende gleich mal ein paar Videos ein hier, ist wirklich bombastisch. Ne? Also wir sind mitten in den Rocky Mountains hier, in der Nähe von Aspen und sind hier, wie heißt der National Forest hier?
White Something. White Forest National. Ich blende es mal ein, keine Ahnung. Ja, war ganz schön herausfordernd, aber das ist toll. Das Einzige, was mich stört, ist, hier ist keine Hütte, wo man jetzt mal sein verdientes Weizenbier trinken kann. Würde ich aber jetzt auch ehrlich gesagt nicht machen. Ne? Nee, also ich sowieso nicht, weil mir ist jetzt schon schwindelig. Das heißt, mir würde dann noch viel mehr schwindelig werden. Also, wir nehmen euch wieder weiter mit. Bis gleich. Es ist kalt. Wir haben uns schon gefragt, ob es das Aspen ist, was man als Aspen so kennt, ne? Irgendwie, wo wir gestern waren. Aber ich glaube, das war Aspen Downtown, ne? Weil hier die Aspen Highlands. Aspen Highlands, so heißt das hier. Das ist eigentlich das Aspen, was man so aus Film und Fernsehen kennt. Hier gibt es nämlich auch Ski-In, Ski-Out. Ist bestimmt total günstig hier zu übernachten. Aber das ist total gemütlich gemacht. Sieht aus wie so ein österreichisches Bergdorf. Ja. Die kopieren echt alles, ey. Ja, wir nehmen jetzt den Bus nach Maroon Bells. Also das ist wohl ein hervorragender Panorama mit einem riesen See. Und man kann halt nicht hochfahren. Doch, man kann hochfahren, aber die haben, glaube ich, nur 10 Parkplätze. Und die waren vergeben. Das heißt, wir müssen das Auto hier unten im Dorf lassen und mit dem Bus-Shuttle dahin. Maroon Bells. Also komm Leute, wenn das nicht spektakulär ist, weiß ich auch nicht, oder? Also wie versprochen, wir fahren mit euch durch Aspen und laufen durch Aspen und erzählen ein bisschen was zu den ersten Eindrücken des zweiten Tages. Also wir waren die ersten 2 Tage waren wir in Aspen, beziehungsweise in Snowmass, weil Aspen direkt konnten wir uns absolut nicht leisten. Wollten wir uns auch gar nicht leisten. Also für ein Off-Season, da hast du ja Hotels rausgesucht, wo ich dann, das ist ja 4-stellig pro Nacht, das kann nicht sein. Genau, wir haben uns vorher ein YouTube-Video angeschaut und da sagte jemand, lass uns doch mal die billigen Hotels schauen, so alles so um die $500 die Nacht. Billige. Billig, oder? Ja, das ist schon, Nein. also die Preise sind abgedreht da. Ne? Ja. Das ist halt nicht nur Amerika, halt auch Aspen. Ne? Und ich glaube, im Winter hakt das aus. Ne? Ich habe ja eingeblendet, St. Regis Star Hotel. Ne? Googelt mal die Preise wirklich. Das ist schon abgedreht, was da die Nacht kostet, Ja. ne? Irgendwie in der Wintersaison. Ne? Ja, und wenn man jetzt mal wirklich schaut, so nice Aspen auch wirklich klingen mag. Aber ich meine, das ist jetzt nichts Besonderes. Also Nee, ich hat mich war auch nicht wirklich geflasht. so ein bisschen, wo ich dachte so, naja, aber Hauptsache sie verkaufen Weed. Ja, das ist, du merkst, das ist ein blauer Start, ne? Irgendwie, das ist alles, weiß ich nicht. Also ihr könnt ja Freunde davon sein, ich bin jedenfalls kein Freund davon, weil das einfach auch, man merkt das selbst in dem Örtchen, da wo viel Geld ist, ne? Es gibt halt auch viele abgewrackte Typen da. Ne? Ja, also, sehr viel. Das mag an Marihuana liegen, Naja. Lass uns gerne diskutieren darüber in den Kommentaren, wie immer. Ja. Meine Meinung kennt ihr jetzt dazu. Ja, aber ansonsten fand ich, Aspen war ein schnückeliges Örtchen. Ne? Ja. Dass das der Ort der Milliardäre ist, erkennt man, glaube ich, nur an dem nahegelegenen Flughafen. Da sind wir ja vorbeigefahren. Ja, genau, jeden Tag sind wir dran vorbeigefahren und das ist echt krass, was da für Maschinen. Aber auch eine Commercial Airline fliegt hier, ist United. Genau, United fliegt dort irgendwie ein paar Mal die Woche nach Aspen rein, von Denver aus. Ja, von Denver aus, genau. Ich habe die Flugtickets geguckt. Ne? Also von Denver Aspen sind $780 jetzt in der Nebensaison. War das nicht von Austin aus direkt? Ja, stimmt, von Austin nach Denver. Mit einmal umsteigen. Nee, von Austin nach Aspen mit einmal umsteigen in Denver. So, jetzt haben wir das aber. Jetzt haben wir es aber. Nein, aber Ja, das ist schon irre, ne? Also die Preise da. Und also ich glaube, in Aspen an sich möchte ich im Winter keinen Urlaub machen, kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht leisten, denn wir haben die Skiticketpreise mal aufgerufen zur Hauptsaison. Und was glaubt ihr, was so ein Skitag, Lifttag pro Person kostet? Diep, 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 diep. Ja, nee, falsch. Es ist $250 am Tag.
Ja, ich habe sogar 270 gesehen. Stimmt, du hast recht. Also $270 pro Tag. Pro Nase. Pro Nase. Da könnt ihr mal ausrechnen, was eine vierköpfige Familie da in, weiß nicht, 7 Skitagen nur an Lift-Tickets da lässt. Ne? Das ist ganz einfach, $7.000. Oi, Kopfrechnen. Ja, da bin ich richtig gut. Nein, also das ist schon eine Hausnummer. Ne? Also jetzt gibt es aber auch noch andere Gebiete. Das ist jetzt wirklich nur Aspen. Snowmass ist deutlich größer. Und, aber nicht deutlich billiger. Nee, ist das nicht billig? Du kriegst ja, also das ist halt ein Skigebiet, Aspen Snowmass, und du kaufst ein Ticket für das ganze Skigebiet. Aber man muss sagen, irgendwie, was ich so an den Pisten gesehen habe im Sommer, ne, da bin ich schon, wo ich sage, wow, das ist ganz schön anspruchsvoll teilweise. Ne? Ich habe immer gedacht, ja, die Amerikaner, die haben zwar Powder, ne, aber dann haben die immer nur so flache, abfallende Pisten. Überhaupt nicht. Die haben Black Diamond Pisten, ne? Und als ich die gesehen habe oben, dachte ich nur so, alter Schwede. Da fahre ich nicht runter. Da brauche ich aber ganz schön viel Mut, um da runter zu düsen. Ne? Also das ist, glaube ich, ganz anspruchsvoell. Und das Skigebiet ist größer als Ischgl. Also Ischgl ist für mich so das größte Skigebiet. Fast doppelt so groß, Nein, ne? das ist Quatsch. Nein? Nein, Ischgl ist, weiß nicht, 220 Pistenkilometer und Aspen Snowmass ist 248 Pistenkilometer. Wobei die meisten Pistenkilometer tatsächlich in Snowmass sind. Aber wenn ihr, nochmal zurück zu Aspen, ihr seht das ja gerade, ne? Auch die Hauspreise, die da aufgerufen werden, ne? Das ist ja auch irre. Aber ja, ich glaube, der unterste Hauspreis, der dort aufgerufen wird, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber er ist auf jeden Fall mindestens 5 Millionen. Und ihr seht ja jetzt da die Häuser, also die sind klein, die sind alt. Naja, und also ich meine, da haben wir in Texas ein größeres Haus, ein neueres Haus und ein sehr viel billigeres Haus. Also wir haben ja auch sehr viel Platz, muss man sagen, in Texas. Ne? In Colorado sind ja durch die Berge ein bisschen begrenzt. Ne? Nichtsdestotrotz finde ich, das ist ein sehr hübsches Örtchen und man sollte auf jeden Fall mal dahin und da durchgehen. Und das ist wirklich sehenswert, das ist super gepflegt. Ein paar Häuser sehen halt aus wie, weiß ich auch nicht, das ist ein Investment-Vehikel hier, den die da haben. Ne? Aber im Endeffekt ist das schon sehenswert, mal da durchzufahren. Und mal ganz ehrlich, ihr müsst in diese 2 Wochen, wo wir da waren, ne? Also wir waren ein paar Tage da, aber ich glaube 2 Wochen ist die Zeitspanne, wo man diesen Indian Summer sieht. Ne? Also diese Farben, das Gelb, das ist irre. Ist wirklich irre. Also bei den ganzen Wanderungen, was wir da sehen konnten. Und wir haben mit einigen Leuten von euch geschrieben, die gesagt haben, hey, wir waren vor 2 Wochen dort und da war noch alles grün. Ja. Also dieser Farbwechsel ist wirklich nur ein paar Tage oder vielleicht 2 Wochen. Ja, und dann fallen die Blätter um und dann war es das, ne? Genau, boom. Was wir festgestellt haben bei den ganzen Wanderungen da in Aspen, ne, die machen den Leuten immer Angst, dass die bloß auf den Trails bleiben. Ne? Da stand dann zum Beispiel irgendwie so, ja, pass auf die Klapperschlangen auf. Ne? Ja. Wie gut, Klapperschlangen gibt es doch hier gar nicht. Ne? So aber wenn man weiß oder denkt, da sind Klapperschlangen, geht man natürlich nicht vom Weg. Ne? Genau, das ist sehr lustig. Auch mit den Bären, ne? Die haben die ganzen Abfalleimer da, also Bären, nicht Bären, Bären. Bärensicher gemacht. Bärensicher gemacht, also das glaube ich schon, ne, dass die, wenn die jetzt Off-Season haben und die Abfalleimer da rumstehen, dann kommen die Jungs da und holen sich ein bisschen Futter. Ne? Darum sind die alle so verschließbar, die Abfalleimer. Ne? Das ist einfach auch ein Erlebnis. Ja, absolut. Abfalleimer-Erlebnis, was ein Quatsch, ne? Nein, aber ich hätte so gerne einen Bären gesehen. So gerne. Du weißt, wenn ich habe davon noch einen Dienst tut, ne, dann hat er dir einen Bärendienst. Hat er mir einen Bären. Meine Fresse. Nein, wie du weißt, ich habe keine Angst davor. Ich würde das wirklich gerne mal sehen. Ich glaube, wenn die weit genug weg sind, ist das auch okay. Ja. Aber es gibt einen Spruch, ne? Wir haben immer überlegt, irgendwie, ja, was machen wir denn jetzt, wenn da so ein Bär um die Ecke kommt und uns doof anguckt. Aber es gibt 2 Farben an Bären, das ist schwarz und braun. Und da gibt es einen Merksatz zu. Genau. Is it black, fight back, is it brown, lay down. Also bei Braunbären hinlegen, totspielen, braucht er ein bisschen Mut für. Und beim Kämpfen der Bären einfach ein bisschen Radau machen, ne? Arme hoch und genau. Der Schwarzbär haut dann einfach ab. Vielleicht, sagt man so. Also die Amis haben ja für alles irgendwie immer Sprüche. Ne? Auch mit den Schlangen hier bei uns in Texas, da gibt es ja auch immer verschiedene Merksprüche. Kriegen die Kinder schon in der Schule bei. Ja, genau. Ja, das war auf jeden Fall Aspen. Wir ersparen uns jetzt den zweiten Teil direkt hinterher zu schieben. Den bearbeiten wir nochmal, weil das lohnt sich natürlich. Wir fahren jetzt von Aspen aus weiter. Richtung Colorado Springs, schauen uns da die Seven Falls an, den Garden of the Gods und fahren zum Pikes Peak auf 4.300 Meter hoch. Und das ist eigentlich ein eigenes Video wert. Und darum beenden wir das heute und bedanken uns fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei seid. Gerne auch kontrovers diskutieren. Ich mag das ja. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder beim zweiten Teil unseres Colorado-Trips.